Hare Krishna, schön, dass du eingeschaltet hast hier wieder zu einem weiteren Interview auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder mal unterwegs und wir sind wieder einmal in Sri Vrindavan Dham. Und ich habe heute einen weiteren Interviewpartner, den Mukunda Datta Prabhu. Mukunda Datta Prabhu, Hare Krishna, Hare Krishna, kommt ursprünglich aus der Schweiz und lebt jetzt schon seit vielen Jahren hier in Vrindavan. Ich weiß selber noch gar nicht, wie lange er hier lebt, das wird er uns später noch erzählen. Und weil er Deutsch spricht, habe ich mir gedacht, wäre es doch sehr schön, von ihm direkt zu hören. Und ja, für alle, die noch nie in Vrindavan waren, die werden Mukunda Datta noch nicht kennen. Und deswegen machen wir das Interview. Und für alle, die schon mal in Vrindavan waren, haben bestimmt sicher Mukunda Datta schon mal gesehen, weil er ist hier sehr gegenwärtig. Man sieht ihn oft als Pujari auf dem Altar. Und ja, viele kennen ihn. Und ja, nochmal herzlich willkommen. Hare Krishna. Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, von dir zu hören oder dass wir von dir gern geschehen. hören dürfen. Ja, wie ist denn ein Schweizer zum Krishna-Bewusstsein gekommen? Das ist die Barmherzigkeit Gottes, Krishnas Barmherzigkeit. Ich war schon immer interessiert an spirituelles Leben, seit meiner Kindheit. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass Gott existiert, und ich war auch in die Kirche gegangen und wir hatten in der Schule auch Bibelstunde, einmal in der Woche. Aber naja, ich war ein bisschen enttäuscht von den Pfarrern. Vielfach waren sie nicht so glücklich und man konnte nicht wirklich mit ihnen sprechen auch. Nur ein von denen in der Bibelstunde in der Schule, er war cool. Und ich habe mit ihm schöne Gespräche gehabt in der Sekundarschule. Und ich habe mich interessiert so am spirituellen Leben, und ich habe in meiner Kindheit viel gelesen, auch Sport getrieben, Fußball. Ich hätte auch in die Junioren-Nationalmannschaft spielen können, aber ich habe das nicht gemacht und bin dann nach Indien gegangen, als ich 20 Jahre alt war. Oh, wow. Zum Geburtstag Geld gekriegt von meinen Eltern und dann bin ich los nach Indien. Ja, ich habe schon, ja, wie schon gesagt, seit ich so 15 Jahre alt war, habe ich mehr und mehr Interesse gehabt am spirituellen Leben, habe viele Bücher gelesen. Und ich hatte ein paar Freunde, die nach Indien gegangen waren. Und ja, und auch ich war interessiert an indische klassische Musik, Sitar und Tablas, und auch einige von unseren Freunden. Naja, viele junge Leute um diese Zeit haben dann auch Drogen genommen, aber ich war ein bisschen vorsichtig mit dem und habe auch gedacht, das ist nicht ganz ideal. Habe auch schon ein bisschen genommen, aber ich habe gesehen, das ist nicht gut für die Gesundheit. Wann war das? In den 70ern? Ja, 80er? Nein, 78, 79. Oh, okay. Und dann 1980, Ende März war mein Geburtstag, nach englischem oder ja, normalem Kalender in Europa. 20. Geburtstag Geld gekriegt und mit dem Geld zuerst habe ich gedacht, ein bisschen die Welt erfahren, bin nach Italien gegangen mit einem anderen Person, die auch interessiert war, ein bisschen die Welt zu erfahren. Dann von Italien nach Griechenland mit dem Boot. Aber ich habe gesehen, die meisten Leute sind nicht so interessiert am spirituellen Leben. Vielleicht an Drogen, aber nicht so spirituell interessiert. Da habe ich gedacht, ja, ich meine, so über Land, wie auch einige um diese Zeit gemacht hatten. Es gab so einen Bus von der Türkei, von Istanbul bis, ich glaube, es war bis Kabul. Okay. In Afghanistan und dann von dort durch Pakistan nach Indien. Ein Abenteuer, aber ich habe mir gesagt, nein, das ist ein bisschen zu viel. Habe ich ein Flugzeug genommen von Athen nach Mumbai und da bin ich dort angekommen, ein Visum gekriegt für einen Monat, als ich angekommen war. Und ich war ein bisschen schockiert, weil die Schweiz ist sehr sauber, die Leute sind sehr höflich und ja, es ist ein bisschen angenehm, so materiell gesehen. Und dort viel Lärm und
Dreck und die Leute sind ja betteln und sind manchmal nicht so freundlich. Aber ein bisschen schockiert. Naja, trotzdem ein gut Geweihter noch getroffen. Vom Flughafen bin ich zum Bahnhof gegangen, weil ich habe mir auch mal gedacht und über Varanasi gehört, habe gedacht, vielleicht dort ein bisschen, ich hatte Interesse auch gehabt zum Studieren mehr, Sanskrit oder Hindi und vielleicht Musik auch, habe ich gedacht, vielleicht nach Varanasi zu gehen. Aber ich habe auch die Gottgeweihten getroffen in der Schweiz. Ja, einmal am Rath Yatra, am ersten Rath Yatra in der Schweiz 1979 in Zürich. Da habe ich sie getroffen und bin ein bisschen inspiriert gewesen, aber habe nicht alles verstanden, was da so abläuft. Und da habe ich ja später auch eine kleine Broschüre gekriegt mit ein bisschen Information und hinten habe ich einen schönen Vers gesehen. Trinada pisu nichenata rora pisa hishnuna amani namana nena kirtaniya sadahari. Wir sollen immer sehr demütig sein, wie das Gras am Boden oder wie der Baum. So, wie die Leute über dem Gras laufen oder die Hunde am Baum, wie sagt man, pissen, pissen, ja. Oder es regnet oder es schneit, der Baum ist immer demütig da und er gibt trotzdem noch den Schatten und Fruchtbäume geben die Früchte. Und dann soll man andere Leute auch respektieren und nicht für sich selber Respekt verlangen. Und immer den Mahamantra chanten, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Naja, habe ich diesen Vers gelesen, habe ich gedacht, ja, ist schöner Vers. Und der ist mit mir geblieben bis jetzt. Sehr wichtiger Vers. Sollte man tragen, wie man eine Halskette hat oder die Kantimala hat. Immer sich an dem erinnern. Weil Schwierigkeiten sind immer da, auch im Vrindavan, im spirituellen Leben. Naja, dann habe ich die Devotees einmal auch, es gab ein Zentrum in Zürich, ein Restaurant auch, habe ich einmal Prasad genommen, das hat mir gut geschmeckt. Und es gab auch eine Farm in der Nähe von Bern, von der Hauptstadt Düdingen. Gonita Editis, die jetzt in Zürich sind, die waren dort zuerst. Und da war ich dort einmal für 1,5 Tage. Aber da habe ich gedacht, nein, ist noch nicht für mich, das ist ein bisschen zu viel. Dann bin ich zurück, aber dann habe ich mich entschieden, nach Indien zu gehen. Und dann habe ich gesagt, hast du denn schon Bücher? Hast du mehr schon darüber gelesen zu der Zeit? Nicht viel. Nicht? Nur ein Buch, Die Schönheit des Selbst. Schönheit des Selbst, also habe ich ein bisschen gelesen, aber weil ich schon seit ich 15, 16 Jahre alt war, habe ich mir gedacht, nach Indien zu gehen. Habe viel über Indien gehört, die Philosophie und Yogis und Gurus. Und da habe ich mir gedacht, ja, da muss ich unbedingt hin. Und hatte einfach gedacht, dass Indien ist ein schönes Land und die schönen Berge und schöne, wie sagt man, Umgebung. Aber ich habe nicht viel von Delhi oder Mumbai gehört. Da war ich ein bisschen enttäuscht von diesen Großstädten. Da bin ich mit dem Zug, habe ich einen Zug genommen, weil Bombay war zu viel für mich, all diese Leute. 10 Millionen, mehr als in der ganzen Schweiz in einer Stadt. In der Schweiz gibt es ja 7,5 Millionen. Und da am Bahnhof habe ich noch einen Gottgeweihten getroffen, hat mir eine Mango gegeben. Erste Mal, als ich eine Mango gesehen habe. Um diese Zeit in der Schweiz, auch im Supermarkt haben wir das nicht gehabt, die Mangos, um diese Zeit. Bananen haben wir gekriegt und ich habe immer gerne Bananen gehabt, aber Mango noch nie gesehen. Ich habe sie angesehen, ja, kann man essen, ja, schmeckt gut. Und er hat mir gesagt, es gibt einen Tempel, willst du kommen? Habe ich gesagt, nein. Ich habe über Vrindavan gehört, ich habe mir gedacht, nach Vrindavan zu gehen. Da hat er gesagt, ja, gut. Ist er weggegangen, habe ich versucht, die Mango zu essen, aufgemacht und da war alles. Naja, habt ihr auch schon eine Mango gehabt und gegessen? War alles in meinen Händen, aber es hat gut geschmeckt. Und dann, bin ich zum Schalter gegangen, um ein Billett zu kaufen.
fragte mich, erste Klasse oder zweite Klasse oder normal? Unreserviert. Ja, meine, in der Schweiz erste Klasse und zweite Klasse ist praktisch dasselbe. Und da braucht man keine Reservation. Na, habe ich mir gedacht, ja, das ist am billigsten, ist unreserviert. Okay, gut. Aber ein bisschen erstaunt. Na, ich bin im Zug gegangen, waren viele Leute. Und na, die armen Leute waren da drin. Habe ich da mir aber trotzdem einen Sitz gegeben, auch, habe mich gesetzt und dann nach vielleicht 3 Stunden, naja, war alles gut und frische Luft und war ein bisschen heiß, weil ich bin Anfangs Mai nach Indien gegangen, die Sommerzeit. Als ich rausgekommen war vom Flugzeug, ich habe mich wie in eine Sauna gefühlt. 24 Stunden Sauna. Naja, aber wenn man jung ist, kann man das noch tolerieren. Und dann ja, einen Zug gesetzt und losgegangen. Und nach 3-4 Stunden kommt die Armee. Die Armeeleute sind da drin gegangen und haben die anderen Leute weggeschickt. Und dann 3-4 Leute auf einem Sitz oder wo man kann auch sich hinlegen auch. Da sind die Leute raufgegangen und nicht mehr viel Platz gehabt und naja, habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen zu viel für mich. Dann bin ich zum ersten Klasse Department gegangen und habe ein bisschen extra Geld gegeben und da habe ich mich noch schön hinsetzen können und gut rasten können auch und bin gut in Delhi angekommen. In Delhi bin ich mal zum Tempel gegangen auch und naja, die haben mich nicht so gut empfangen, weil es war auch bekannt, habe ich später erfahren, dass die Jungs im Tempel dort, die waren nicht, die wussten nicht, wie man sich verhält gegenüber den Leuten vom Westen. Okay, die konnten nicht Englisch sprechen. Okay. Naja, kein Problem, bin ich nach Vrindavan gegangen und angekommen in Vrindavan und der Chauffeur fragt mich, wo willst du hingehen? Naja, ich habe gehört, es gibt einen Tempel da. Hat er mir gesagt, ja, es gibt 5000 Tempel, wie auch Prabhupada gesagt hat. Oh, 5000 Tempel? Naja, und dann ist er vor dem Krishna Balaram Mandir Tempel, hat er, wie sagt man, ist er angehalten. Und da sagt er, das sind viele Gutgeweihte vom Westen da, vielleicht kannst du dorthin gehen. Okay, gut, gehe ich mal da rein, bin ich reingegangen und ein Gasthaus gegangen, habe ein Zimmer genommen und natürlich lange Haare und eine Lunge gehabt und ein einfaches Hemd. Und habe ich mit den Gutgeweihten gesprochen und ja, hat mir gefallen, die Atmosphäre. Und haben sie mir gesagt, ja, wieso bist du im Gasthaus? Du musst ja Geld zahlen und du kannst ja bei uns gratis leben. Und auch zum Essen kriegst du gratis nur ein bisschen mitmachen in unserem Programm. Oh, das hört sich gut an. Gut, ich bin bereit. Da haben sie mir gesagt, ja, aber etwas musst du machen. Du musst deine Kleider wechseln, die Kleider haben, wie wir haben, anziehen. Ja, kein Problem. Und du musst deine Haare schneiden. Haare schneiden? Okay, kein Problem. Habe ich die Haare geschnitten und dann bin ich im Ashram gewesen. Also bist du sozusagen Anfang der 80er? Ja, 1980, Mai 1980. Bist du richtig gleich in den Tempel eingezogen? Eingetaucht. Und war dir bewusst, dass eigentlich du gerade Prabhupada eigentlich so verpasst hast? Nein, um diese Zeit. Ich habe in der Schweiz über Prabhupada gehört und gesehen, auch die Fotos, aber es war dir gar nicht bewusst? Nein. Erst als ich dort war, da habe ich mit den Gottgeweihten gesprochen und jeden Tag zum Tempel gegangen, Guru Puja, da habe ich erfahren, dass Prabhupada da den Körper verlassen hatte. 2,5 Jahre vorher. Naja, kein Problem. Und da war der Samadhi auch noch nicht, wie er jetzt ist? Nein. Wie kann man sich das vorstellen? Nur ein kleiner Ort, wo Prabhupada verehrt wurde. Okay. Das war am Anfang,
Das, als sie das Jahr 1980 haben sie so, oder 79 haben sie angefangen, das zu bauen. So, es war gar nichts dort praktisch. Und dann langsam, ja. Ja, es war. Und dann bist du geblieben gleich in Indien von ja, sofort geblieben. Dann, ich habe ja ein Monat Visum gehabt, dann musste ich nach Nepal gehen, um ein neues Visum zu kriegen. Bin ich dorthin gegangen und dann habe ich ein 3-Monat-Visa gekriegt, sofort, und habe auch für ein Jahr Visum beantragt. Okay. Aber das hat ein bisschen länger gedauert. Jetzt habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich zurück und komme wieder nach 3 Monaten. Und dann ich war dort vielleicht für eine Woche und dann bin ich nach Mayapur gegangen. Okay. Weil es waren ein paar Gottgeweihte von Italien, aber die waren in Mayapur. Also, die haben dort gelebt, seit ein Jahr oder so. Und die haben Sankirtan gemacht mit einem Van, Mercedes-Benz. Die hatten 2 Mercedes-Benz geholt. Ja. Von Deutschland, über Land ist er gekommen. Beliebt, die waren beliebt. Ja. Und dann ein bisschen Bücher verteilt. Und dann bist du mitgefahren mit den Ja, mitgefahren. Ja. Und dann nur in Mayapur verteilt? Also nein, von Kathmandu, von Nepal bis Mayapur. So ungefähr 10 Tage und zwischendurch ein paar Programme gehabt. Und es war schon ein Abenteuer. Und dann zurück nach Vrindavan für 2 Monate und dann wieder nach Nepal und ein Jahresvisum gekriegt und wieder nach Vrindavan. Und habe ich dort mitgemacht mit dem Programm und es gab einen Gottgeweihten, der die Teller von den Bildgestalten sauber machte. Aber er hatte seinen Arm gebrochen eines Tages. Und dann haben sie jemanden gebraucht und hat sie mich gefragt, das zu machen. Okay. So schnell Dienst gekriegt für die Bildgestalten. Das war dein erster Service für die Deities? Natürlich haben wir den Tempel sauber gemacht, aber spezieller Dienst war das schon gewesen. Habe ich auch Mahaprasad gekriegt, viel. Das war schön, ja. Und dann so nach 9 Monaten habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich meinen Eltern Bescheid sagen, dass ich in Indien bin. Also die wussten gar nicht? Nein. Als ich das Geld gekriegt hatte, habe ich gesagt, ich mache eine kleine Reise, ich kann nach Italien oder so mal sehen, wohin ich auch gehe. Und okay, gut. Aber ich war so vertieft im Krishna-Bewusstsein. Am Anfang alles schnell gelernt, die Verse, Shikshastakam oder die Lieder, die man singt im Tempel morgen, alle abends, und Bhagavad Gita gelesen, sofort jeden Tag. Und auch Hindi gelernt, sofort. Ein Buch gekauft, Grammatikbuch, und dann ein Buch von Prabhupada in Englisch und eines in Hindi. Beyond Birth and Death. Wie sagt man, jenseits von Geburt und Tod. Und dann Janma Mritu Separa in Hindi habe ich das. In der linken Hand das Englische, in der rechten Hand das hindische Buch. Und dann habe ich das gelesen und so langsam und ziemlich schnell gelernt auch. Und dann so nach 9 Monaten habe ich mir gedacht, vielleicht meine Eltern Bescheid sagen. Um diese Zeit kein Mobile, kein mobile Handy. Und auch es gibt eine, wie sagt man, Landlinie für das Telefon, aber das musste man buchen, Trunk Call. Okay. Und ich will jetzt, also es gab 2 Telefone nur. In unserem Gasthaus und in, wie sagt man, an der Post. Okay. Oder sonst vielleicht ein paar reiche Leute, die hatten so ein Telefon, Landlinie. So, und es brauchte, vielleicht musste man das zuerst buchen und nach 1 Stunde oder 2 Stunden kommt das Signal, okay, die Verbindung ist da. Aber ich hatte es nicht geschafft, nach Italien zu telefonieren. Da habe ich einen Brief geschrieben, 10 Seiten, 10 Seiten Brief und die ganze Philosophie beschrieben und was ich mache. Und
Glücklicherweise ist der Brief angekommen, Also. weil um diese Zeit vielfach ein Brief geschickt, nicht angekommen. Oder jemand von außen hierher auch nicht angekommen. Und naja, und manchmal tut man ein bisschen Geld drin, oder? Ja, aber das kommt ganz... Nein, das wird das... Vor allem so für außerhalb, wenn man einen Brief schickt, vielfach die gucken, ob da mal was drin ist. Und dann ist das Geld in der Tasche von der Person, vom Pöstler, und der Brief im, wie sagt man, Abfalleimer. Ja, genau. Naja, Hare Krishna, materielle Welt. Naja, und so meine Eltern waren glücklich. Später habe ich erfahren von meiner Schwester, die Eltern haben mir das nicht gesagt, aber meine Schwester, sie waren sehr besorgt, meine Eltern. So nach 3 Monaten sind sie zur Polizei gegangen und haben gesagt, ja, unser Sohn ist vermisst. Haben sie in der Schweiz geguckt und keine Spur von mir. Und dann nach 1 Monat später zu Interpol gegangen, International Police. Unser Sohn ist nicht da. Aber die haben das natürlich auch nicht, die konnten mich nicht finden in Vrindavan. Naja, so die waren aber glücklich und zufrieden, dass ich noch am Leben bin. Und dann, dann war alles schon gut. Ja. Naja, aber so das Wetter war schon ein bisschen schwierig für mich, vor allem der Sommer. Und dann bin ich auch gereist, Traveling Sankirtan, um Bücher zu verteilen, mit dem Zug oder mit dem Bus. Und dann irgendwo in einem Dharamshala, einem einfachen Ort, haben wir dann gelebt und wir mussten selber kochen oder manchmal auch in einem vegetarischen Restaurant essen. Aber vielfach das Essen war zu gewürzt. Die Chilis, das ist nicht gut für den westlichen Körper. Und da habe ich Gelbsucht gekriegt und Malaria auch gekriegt. Naja, meine Gesundheit war nicht so gut. Früher Sport getrieben, so in der Schweiz meine Gesundheit war gut, aber dann nicht mehr Sport getrieben und das Essen war anders und dann so nach 3 Jahren habe ich mich dann entschieden, wieder zurück in die Schweiz zu gehen, 1983. Okay, also das, okay. Das war ein bisschen zu viel für meinen Körper. Und dann war, nach 2-3 Monaten war meine Gesundheit schon ein bisschen besser. Hattest du in den 3 Jahren in Vrindavan, hast du richtig als Mönch gelebt dann? Ja, klar, Brahmachari. Ja, genau, richtig. Ja, im Tempel, in unserem Tempel. Und dann Traveling Sankirtan, als Mönch. Also richtig Safran. Genau. Und gepredigt, in Hindi auch. Ja. Und hast du viel gesehen von Indien in der Zeit? Seid ihr viel? Ja, weil ich war ein bisschen gereist. Natürlich in Mayapur sind wir jedes Jahr gegangen, nach Mayapur für das Festival, Gopurnima. Und natürlich, ich war mal nach Dwarka gegangen, Südindien war ich auch schon. Ich habe praktisch schon die meisten heiligen Plätze gesehen in Indien. Ja. So viel erlebt und es war sicher sehr schön, oder viele Verwirklichungen gemacht und schöne Erlebnisse gehabt. Und es war sehr eindrucksvoll. Ja, und dann wieder zurück in die Schweiz. Dann zurück in die Schweiz, naja. Und dann im Tempel gelebt, Zürich. 1982 haben sie dann den Tempel aufgemacht. An der Bergstraße so wie jetzt in Zürich. Ist, genau, gleicher Ort, Bergstraße, Nummer 54. Dieses Haus. Genau. Ja, es war eine Bank vorher. Haben die das gekauft und dann sind Gornitai gekommen von Düdingen, von der Farm. Und dann, aber es gab viele Geister im Haus. Okay. Ja, abends vielfach hörte man die Gottgeweihten, Krishna, Krishna, Nishingadev. Habe ich auch schon erlebt dann. Einmal nachts hat mich auch ein Geist angegriffen und
Ja, und hat mich rausgenommen aus dem Körper. Ich sah meinen Körper und ich war ab. Und habe ich Nishingadev Namaste Narishingaya, den ganzen Mantra von Nishingadev aufgesagt, aber hat mich nicht losgelassen. Da habe ich mir gedacht, naja, Krishna, ich bin fertig jetzt, du kannst machen, was du willst mit mir. Du kannst mich beschützen oder Haribol. Und dann plötzlich ist der Geist weggegangen und ich bin zurück in den Körper gegangen. Das war auch schon etwas sehr, naja, ein schönes Erlebnis. Eindrucksvolles Erlebnis. Naja, und dann so Bücher verteilt, aber dann, ich habe immer gerne Mantras gelernt von der Bhagavad Gita und als ich aufgestanden bin, immer viele Mantras aufgesagt und dann Rohini Sutta, da war Sankirtan-Lieder und der größte Buchverteiler hat gesagt, ja, das hat immer viele Mantras. Und die wollten auch Jagannath Baladev Subara installieren. So hat sich gedacht, ja, ich glaube, es ist besser, wenn er ein Pujari wird. Und weil ich habe auch Bücher verteilt, aber ich war nicht so gut, ich war okay. Und dann, gut, dann haben sie vorgeschlagen und da bin ich auch Pujari geworden. In der Schweiz hatte ich eine kleine, in Vrindavan war ich auch Pujari für eine kleine Zeit, als ein Pujari einmal krank geworden war, für Gonitai, nur für ein paar Tage. Und sonst war ich immer auf Sankirtan. Gut, dann bin ich Pujari geworden und ja, hat mir schön gefallen. Und dann wurden Jagannath Baladev Subara installiert. Shivratri 1984, da war ich auch der Pujari. Und dann, naja, ich war eingeladen geworden, auf New York zu gehen, für das Rath Yatra dort. Wow, okay. Und dann, naja, für einen kleinen Urlaub, da bin ich dorthin gegangen und die Gottgeweihten, die haben alles versucht, mich dort zu halten, weil ich konnte Hindi und die wollten jemanden haben, der zu den indischen Leuten predigt, weil es gibt viele indische Leute dort. Die Inder sind überall. Und dann, naja, schlussendlich habe ich mich entschlossen, dort zu bleiben. Und an meiner Stelle hatten sie einen anderen Gottgeweihten von New York auf die Schweiz geschickt, der eigentlich von Holland war. Aber er war für eine Zeit lang dort und er wollte auch schon zurückgehen, dann ist er in die Schweiz gegangen. Und wie lange warst du in den USA? USA, ja, ich war dort für 3 Jahre. Oh, wieder 3 Jahre. Die Zeit vergeht so schnell. Ja. Und auch wieder ein bisschen gepredigt und auch dort, weil praktisch überall braucht man Pujaris. Die brauchten auch wieder ein Pujari und dann war ich auch Pujari morgens und abends bin ich rausgegangen, um zu predigen. Zu den indischen Leuten. Und wie war das für dich, in New York zu sein, so an dem Platz, wo das ja alles begonnen hat? Prabhupada hat das ja alles ins Leben gerufen. Wie war das für dich? Ja, das war auch schon eindrucksvoll. Naja, New York ist auch eine Großstadt, ja, klar. Aber ein bisschen sauberer als Mumbai oder Delhi. Mehr organisiert. Und ja, aber es gibt auch Leute, die betteln dort. Aber es ist nicht so wie in Mumbai aber es ist anders. Aber trotzdem auch Erscheinungsweise der Leidenschaft oder der Unwissenheit ist auch stark dort. Aber das Predigen war auch schon gut und die Leute kamen zum Tempel, vor allem sonntags und naja, war schon schön. Aber auch ein bisschen, wie sagt man, um diese Zeit waren nicht viele Leute, nicht viele Gottgeweihte im Tempel. Also ich musste schlussendlich, hatten sie auch keine Pujaris, da musste ich den ganzen Tag den Dienst machen. Mangalatik hatte ein anderer Gottgeweihter gemacht, aber dann die Bildgestalten baden und dann anziehen, dann die Frühstücksopferung, Rajbhog-Opferung, dann 4 Uhr die Bildgestalten aufwecken und um diese Zeit hat man auch die Bildgestalten wieder mit einem neuen Kleid
hat ein neues Kleid gegeben, nachmittags und neue Girlanden. Ja. Und dann die beiden letzten praktisch alle Opferungen und artig gemacht. Genau. Und naja, und das war im Winter war ein bisschen schwierig, weil die hatten nicht viel Geld, kein Geld für die Heizung, nur für den Altar. Aber im Ashram war es kalt. Und da bin ich auch ein bisschen krank geworden. Und ja, es war ein bisschen schwierig. Aber naja, trotzdem weitergemacht. Aber dann wollte ich wieder nach Indien zurückgehen. Habe ich dann auch den Behörden gesagt, aber weil niemand da war, haben sie gesagt, ja, aber jetzt ist es nicht möglich, vielleicht ein bisschen später. Und auch in der Schweiz und auch in New York war ich auch für eine kurze Zeit Bhakta-Leader, habe mich um die neuen Gottgeweihten gekümmert. Und ja, Navina Nirada, der große Buchverteiler, war auch für eine Zeit lang im Bhakta-Programm. Und auch in New York haben wir einige Bhaktas gemacht. Und dann schlussendlich dann Balaram Erscheinungstag bin ich aufgewacht und habe vor mir Krishna Balaram vor mir gesehen. Unsere Krishna Balaram von unserem Tempel. Aber ich war erstaunt, Krishna Balaram, natürlich das hat mich gefreut, weil ich wollte ja wieder zurückgehen. So. Und dann plötzlich, ja, und da habe ich auch gedacht, ja, es sieht so aus, als sie mich zurückrufen. Und eigentlich zweimal auch schon von Vrindavan haben sie mir einen Brief geschrieben, die Behörden von Vrindavan, wir brauchen einen neuen Head Pujari. Und in dieser Zeit habe ich mir gedacht, ja, Head Pujari, Hauptpriester, viele Kopfschmerzen werden da sein. Nicht einfach, so viele Gottgeweihte sind dort und von vielen Orten. Und naja, wenn man auf dem Thron sitzt, gibt es viele Dornen auch. So nicht einfach. Naja, aber trotzdem, so schlussendlich, als ich Krishna Balaram vor mir gesehen habe, am Balaram Purnima, Erscheinungstag von Balaram, okay, die wollen, dass ich zurückkomme. Ja, das dritte Mal. Ja. Dann kurz nachdem, naja, wieder auch zu den Behörden gesagt, ja, vielleicht eine Möglichkeit besteht, dass ich zurückgehen kann. Und haben sie gesagt, ja gut, ein neuer Pujari kommt und wir werden das schon erledigen, schon schaffen. Und haben sie mir ein Ticket gegeben. Und nach Radhashtami bin ich dann zurück nach Vrindavan. Wann war das dann ungefähr? 1986, 87. 87, ja. Krass. Und seit diesem Jahr? Und dann, nein. Dann, gut, dann haben sie noch eine Abschiedsparty gemacht. Ja. Also bis von New York aus dann aber dann direkt nach Delhi. Nach Delhi, Ja. okay. Und dann ein paar Gottgeweihten von dort haben mir ein paar Sachen geschickt, um den Gottgeweihten zu überbringen in Vrindavan. Habe ich zwei. Naja, einen kleinen Rucksack gehabt und ich hatte einen kleinen Attaché gehabt für mich und zwei Koffer für die anderen Gottgeweihten. Hatte ich noch eine Handtasche auch mit meinem Pass und ein bisschen Geld. In Delhi angekommen, Brahmachari. Naja, Taxi! Okay, wie viel kostet das? So viele Rupees, ist zu viel. Naja, habe ich mir gedacht, ich nehme doch den Bus zum Bahnhof und gehe mit dem Zug, das wird viel billiger sein. Habe das so gemacht, ein bisschen Geld gespart als Brahmachari. Einfaches Leben und hohe Gedanken, simple living, high thinking. Mathura angekommen. Mathura Junction. Rausgestiegen mit den zwei Koffern und mit dem kleinen Rucksack und einem kleinen Attaché. Und dann der Zug fährt los. Oh, meine Handtasche ist noch drin. Mit meinem Pass. Und ich hatte noch ein Return-Ticket. Nein, das war ein Way. No, nur mein Pass war dort und natürlich auch mein Geld war dort. Dollars, US-Dollars. Und ich hatte auch schon ein paar Rupees gewechselt am Flughafen.
Na, habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt noch auf den Zug gehe und meine Tasche zu nehmen, dann mein Gepäck wird einfach weggehen. So besser, das geht weg. Naja, Schicksal. Zurück zum Gasthaus gegangen, Zimmer genommen dort und habe die Sachen zu den Gottgeweihten gegeben. Und dann kommen ein paar Devotis, oh, wir gehen nach Warschau heute, willst du kommen? Okay, gut. Es war, ja, da bin ich nach Warschau gegangen, habe gedacht, okay, morgen muss ich dann wieder nach Delhi gehen zur Botschaft und mich melden. Und da komme ich zurück von Warschau zur Rezeption und die sagen mir, ja, jemand wartet auf dich von Aligarh, ist ein bisschen weiter als nein, Gwalior ist nach Mathura kommt Agra, dann Gwalior, der Zug. Von Gwalior kenne ich doch niemand. Und dann kommt eine Person auf mich mit meiner Tasche. Die Tasche zurück, wow. Fast unvorstellbar. Und mein Pass und das ganze Geld war dort. Wow. Radhan ist Barmherzigkeit. Da habe ich ihn gefragt, ja, was kann ich für dich tun? Da sagte er mir, ja, in 2,5 Monaten habe ich die Heirat von meiner Tochter, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen. So alle Rupees, die ich hatte, habe ich ihm gegeben. Ein paar tausend Rupees. Das war ja nichts. Und er war bei ein paar tausend Rupees um diese Zeit war schon viel Geld. Er war glücklich und ich war auch super glücklich. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt muss ich ein bisschen Dienst machen auch. Und die haben mich zu Gurukul gerufen. Die brauchen einen Ashram-Teacher. Aber dann sofort die Pujaris haben mich auch gerufen. Und weil die haben auch gehört, ich war Pujari in New York und in der Schweiz. Und der um diese Zeit, der Hauptpujari, der kannte mich von bevor. Also komm wir doch auf dem Altar. Da habe ich mir gedacht, nein, ich war jetzt auf dem Altar für schon ein paar Jahre. Ein Gurukul wäre vielleicht schon schön. Naja, da war ich in der Gurukul und naja, nicht so einfach mit den kleinen Jungs. Die streiten unter sich, streiten sich. Und manchmal versuchen sie auch den Lehrer da einzuschalten. Ja, so. Die Jungs so 13, 14, das ist das schlimmste Alter, 13, 14, 15. Nicht einfach. Aber irgendwie gemacht für ein Jahr. Und da brauchen sie einen Pujari, weil, ja, naja. Und da wurde mir das angeboten und dann habe ich dann das auch gemacht, wurde ich Radheshyam Pujari. In 1990. Okay. Das war gerade im Sommer, als die Schule zugegangen war und da habe ich auch den Behörden gesagt, ja, ich glaube für mich Pujari ist ein besserer Dienst als in der Gurukul. Und dann war ich Pujari und dann 1992, dann, ja, sie wollten den vorherigen Head Pujari nicht mehr haben und dann es gab einen Interim Head Pujari für ein paar Monate und dann, aber er wollte das auch nicht machen und dann haben sie mich gefragt und dann 1992, Januar 1992 wurde ich dann Head Pujari und seit dann bin ich jetzt da als Head Pujari. Also das heißt, du machst das schon 30 Jahre? 30 Jahre, ja. Und wie kann man sich das vorstellen als Head Pujari? Weil für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, hier in Vrindavan, wir haben 3 große Altäre. Wir haben Gaur-Nitai, wir haben Krishna Balaram, wir haben Radha-Shyama Sundar Lalita Vishaka. Genau. Und dann haben wir natürlich noch Prabhupada. Im Samadhi. Und dann Radha Damodar, die Zimmer von Prabhupada. Dann viel zu tun. Ja. Und nicht einfach. Wie geht das? Ja, genau. Wie am Anfang war nicht einfach. Und vielfach so mittags Rajbhogartig nur ein Pujari, der die Opfer macht und dann Gaur-Nitai Artik ganz schnell, dann Krishna Balaram ganz schnell und Radheshyam. Vor allem für mittags um 4 Uhr.
Morgens, weil die Gottgeweihten sind da und dann kann man schon arrangieren für Mangelartig oder Sandiatig auch. Aber mittags war immer vielfach ein Problem. Okay. Naja, es war nicht einfach, aber dann habe ich als ich Herr Pujari wurde, habe ich zu Krishna gebetet und habe auch meine Freunde gefragt und ich habe ein gutes Verhältnis gehabt mit all den Gottgeweihten und dann ist es schon gut gegangen und wir haben genug Leute gehabt und jetzt haben wir so viele Pujaris und so viele warten schon. Und wenn in India, wenn man auf den Zug gehen will, muss man alles reservieren. Und meistens gibt es keinen Platz. Da gibt es eine Warteliste. Nummer 1, 2, 3 und es geht dann manchmal bis zu 50, 60. Okay. Warteliste. Da muss man warten, weil viele sagen ab, dann kommt man ein bisschen näher. Und wenn man Glück hat, kann man noch einen Six kriegen. Okay. So es gibt also eine Warteliste für die Pujaris. Okay, Nummer 1, Nummer 2 auf die Warteliste. Wenn jemand geht von da, dann kannst du einen Platz kriegen. So sieht es aus. Um diese Zeit gab es auch nicht viel Geld. Und einmal vor Janmashtami, 1,5 Monate vorher, kein Geld, habe ich den Präsidenten gefragt. Und mein Tempel, kein Geld, fast kein Geld. Na, was kann ich machen? Wir haben auch kein Geld. Musst du selber schauen. Okay, gut. Habe auch Gottgeweihte gefragt, aber... Das war in den 90ern oder? Ja, das war 93, 94 okay. So. War noch nicht so viel Geld da. Und um diese Zeit haben wir immer am Anfang drei Tages, wie sagt man, Outfit, Kleid für Gopurnima, Janmashtami und Ramnavami. Erscheinungstag von Pran-Pratishtha, Erscheinungstag von den Bildgestaltern. Von allen, wo die installiert worden sind. Und 3 Nachtkleidung für Nityananda Todashi, Balaram Purnima und Radhashtami. Das war alles im Jahr. Ach, das war alles? Ja, am Anfang. Okay. So dann vor Janmashtami noch kein Geld für ein Kleid für Krishna, für die Bildgestalten. Habe ich zu Krishna Balaram und Radhesham gebetet, Krishna, wir haben kein Geld. Du musst jetzt was arrangieren, alles gehört dich, bitte mach etwas da. 2 Tage später kommt eine Mataji von Amerika und dann, naja, früher immer auch noch die Frauen im Dorf, da vielfach, wenn sie herumlaufen, das Geld halten sie da. Geheimort. Hat sie das Geld rausgenommen. Das war genauso viel Geld, wie wir brauchten, um das gleich zu machen. So. Ja. Also war der Standard früher auch nicht so, wie er jetzt ist, dass jeden Tag die Detis umgezogen werden? Oder, nein, das war gemacht schon. Morgens und abends, jeden Tag. Da auch jeden Tag? Ja, okay. Das war gemacht, aber wir hatten nicht viele Kleider. Okay. Aber jetzt, Radhashtami oder Janmashtami meistens 2 Tageskleider im Tag. Und 2 Nachtkleider. Okay. Und im ganzen Jahr zumindest 20 Tages-Outfit und mindestens 5-6 Nacht-Outfit. Ja. Also ist der Standard sozusagen immer gleich gewesen jetzt die letzten 30 Jahre? Kann man das so sagen? Oder hat sich da... schon gestiegen. Ist gestiegen, ja? Ja. Und weil viel mehr Leute kommen und die Gottgeweihten und dann sehen sie, dass der Dienst geht sehr gut voran, dann geben sie auch Spenden. Ja, und heute ist kein Problem mehr mit Menschen, ja? Heute ist, ja. Nur während der letzten 2 Jahren Covid war ein bisschen schwierig. Aber dann ein paar von Europa haben gespendet. Und wie muss man sich vorstellen, wenn so ein großer Tempel wie in Vrindavan, wie viele Devotis sind da involviert im ganzen Deti-Department? Ja. Pujari, Kochen, Dressen machen? Oder? Ja, die Girlanden machen. Genau, Girlanden, das sind ja, gibt es da eine Zahl, wie viele? Ja, wir haben ungefähr 100. 100? 100, ja. Die jeden Tag im Dienst beschäftigt sind. Ja. Das schon. Ich meine,
Es war auch möglich, mit zum Beispiel 60 Leuten alles zu machen. Aber weil die Gottgeweihten wollen Dienst, so wir müssen das auch ein bisschen unterteilen. Einfach anderen auch die Gelegenheit geben. Wie zum Beispiel zuerst hatten wir nur 2 Pujari auf jeden Altar. Einen für die kleinen Bildgestalten, einen für die großen. Und die machen je 3-artig. Aber jetzt haben wir praktisch auf jedem Altar 5 Pujaris, die einfach mithelfen. Und die haben jetzt nur eineartig je Pujari eineartig. So, wir brauchen nicht so viele, aber weil so viele Leute da sind, wir müssen dann. Und naja, die neuen Leute kommen und die machen sauber in der Küche. Die Brahmacharis, und dann werden sie eingeweiht, dann zweite Einweihung und dann wollen sie auch ein bisschen Dienst machen. Da muss man denen auch geben. Und so auf diese Art und Weise gibt es mehr und mehr Pujaris. Und weniger Dienst für die Pujaris. So, aber jetzt haben wir ungefähr 100 insgesamt, die da mitmachen. Mindestens. Andere sind auf der Warteliste. Und manchmal, wenn jemand auf die Ferien geht, dann können sie ein bisschen Dienst machen. Und ab und zu geht jemand nach Amerika von den indischen Gottgeweihten, um dort ein bisschen Dienst zu machen. In Amerika oder Europa. Was vielleicht auch interessant wäre für die Zuschauer, weil du bist ja nun hautnah dran, jeden Tag hast du mit den Dedis zu tun. Ist in den letzten 30 Jahren oder davor, ist da irgendwie mal was passiert, wo man sagt, so, Radha Shyama-Sundar oder Krishna Balaram, die sind wirklich lebendig, dass da irgendwas so speziell passiert ist? Ja, vielfach. Wie eben schon gesagt mit dem Kleid. Ich bin zu Krishna Balaram Radhishyam gegangen, bitte mach da was. Und nach 2 Tagen kommt jemand mit dem Geld. Ich habe gesehen, der Krishna ist da, und dann bin ich zu Krishna gegangen, danke Krishna. Und ja, einmal wollte ich ein paar Blumen haben für den Darshan von Radhishyam. Da habe ich zu Radharani gebeten, wir brauchen ein paar Blumen. Und dann nach einer halben Stunde kommt ein kleines Mädchen mit einem schönen Teller mit schönen Blumen. So, wir sehen einfach, die sind lebendig, und vielfach haben wir die Erfahrung. Ja, und naja, Schwierigkeiten gibt es immer wieder. Und wie auch schon gesagt, Politik gibt es auch. Im Tempel auch. So, es gab ein paar Gottgeweihte, die waren, naja, ein bisschen eifersüchtig auf mich. Und die wollten mir ein bisschen Schwierigkeiten machen. Und die haben mir auch Schwierigkeiten gemacht. Und dann eines Tages habe ich mir gedacht, naja, wie kann ich jetzt da weitermachen? Und dann, wie heutzutage, gehen wir da mit Prabhupada nach der Guru Puja. Prabhupada nimmt Darshan zuerst vor dem Darshan, und dann nach der Guru Puja wieder nimmt er Darshan, und dann macht er Parikrama, kleine Utsav-Murti von Prabhupada. Und normalerweise bin ich auf dem Altar, und nachher gehe ich zur Guru Puja, um Erbietungen darbringen, und dann mache ich meine Japa. Aber eines Tages haben sie mir dann gefragt, ja, kannst du mal vielleicht Prabhupada tragen? Ich habe gesagt, okay, gut. Prabhupada getragen vor Gonitai, Jai Gonitai. Dann zu Krishna Balaram gegangen. Krishna Balaram, diese Pujaris geben mir viele Schwierigkeiten. Aber willst du eigentlich, willst du, dass ich weggehe, oder soll ich da bleiben? Als ich gesagt habe, soll ich da bleiben, dann kommt eine Blume runter. Und Blume bedeutet, es ist glücksverheißend. Und da sage ich so, oh Krishna, du willst, dass ich da bleibe. Und da kommt noch eine Blume runter. So, Konfirmation. So, dann wusste ich, ja, okay, Krishna Balaram will, dass ich da bleibe. So, wenn zum Beispiel ein Juwel runterfällt, das ist nicht so glücksverheißend, aber die Blume ist glücksverheißend. Dann zu Radhishyam gegangen, dann Parikrama gemacht, Prabhupada gebracht in Samadhi, und dann war ich schon ein bisschen erleichtert. Und dann plötzlich höre ich von anderen Gottgeweihten, das waren 4, 5 Pujaris, die gegen die Politik machten gegenüber mir. Und untereinander hatten sie ein paar, wie sagt man, ja, wie sagt man schon wieder,
andere Meinungen. Ja, Sie haben ja. untereinander hatten sie sich gestritten. Okay. Und sie haben dann vergessen, sich um mich zu kümmern. Und die haben dann einfach nichts mehr gemacht. Ich habe gesehen, dass Krishna das arrangiert. Da war alles ruhig, die haben gar nichts gesagt. Und dann zwei von denen sind weggegangen irgendwie und dann war alles tipptopp. So ganz klar kann man sehen, dass sie sind wirklich lebendig. Und wenn man die Bildgestalten verehrt und es gibt einen Austausch und man freut sich so sehr, wenn man den Dienst macht. Und dann kann man sehen, die sind wirklich lebendig. Und die, ja, so praktische Erfahrungen sind da, viele. Ja, und jetzt vielleicht noch zu Vrindavan, weil du lebst ja jetzt schon seit so lange hier und für viele Gottgeweihte, gerade aus dem Westen, wir kommen regelmäßig her und freuen uns auch hier zu sein, aber trotzdem kehren wir immer wieder in den Westen zurück. Oder manche Devotis, die sich vielleicht auch vornehmen, ja, ich würde gerne in Indien wohnen, die können sich aber vielleicht nicht vorstellen, in Vrindavan zu wohnen. Die sagen dann, ja, ich gehe lieber nach Mayapur, da ist das Leben einfacher oder für Familien besser. Was sagst du zu Vrindavan? Ist Vrindavan auch lebbar für Devotis aus dem Westen? Ist was? Na, können Devotis aus dem Westen, können die auch hier leben sozusagen? Und die Devotis... Was würdest du dazu sagen? Oder würdest du auch lieber sagen, nee, geht lieber da und dahin? Oder, weil Vrindavan, man sieht es ja, es wächst ja auch und immer, man sieht auch hier sind immer mehr Familien auch da. Ja. So, kannst du dazu was sagen so, oder zu deinen eigenen... Ja. Wie es für dich ist, hier zu leben seit so vielen Jahren? Und ja, man kann auch da leben, kein Problem. Aber man braucht die Barmherzigkeit von Guru Gauranga Krishna. Spezielle Barmherzigkeit, dann kann man da leben. Und weil das Klima schon ist sehr, sehr hart da. Im Sommer ist es sehr heiß. Es gibt nicht viel Regen während der Regenzeit und es ist kalt im Winter. Und die Atmosphäre ist da sehr, wie sagt man, intensiv. Und so man muss schon sehr, sehr geduldig sein und demütig. Und man muss sich wirklich hingeben zu Krishna. Und sehr tolerant sein. Aber wenn man wirklich den Wunsch hat und die Barmherzigkeit hat, dann kann man schon da bleiben. Kein Problem. Mayapur ist vielleicht ein bisschen leichter, weil das Klima ist ein bisschen besser dort. Nicht so heiß, nicht so kalt, mehr Regen und es schöne Umgebung. Und die Atmosphäre ist nicht so intensiv wie da, ein bisschen weniger. Aber trotzdem schlussendlich, es ist auch abhängig von der Barmherzigkeit von Guru Gauranga Krishna. Und einige, die haben eine natürliche Anziehung zu Mayapur und einige haben eine natürliche Anziehung zu Vrindavan. Viele, die kommen nicht hierher und die wollen nicht wirklich nach Mayapur gehen. War es bei dir auch so? Könnte man das so sagen? Ich bin auch gerne in Mayapur. Ich würde gerne da sein und in Mayapur auch, aber beides ist ja nicht möglich mit diesem Körper. Aber im Bewusstsein kann man das machen auch und das mache ich auch, weil Gonitai sind da. So, in Vrindavan haben wir auch Mayapur, in Mayapur haben wir auch Vrindavan. Und in der spirituellen Welt, Golok und Shvetadvip, Navadvip sind auch dort und wenn wir perfekt sind, werden wir auch, es besteht die Möglichkeit, zwei Körper zu haben, einen in Gaur-Lila und einen in Krishna-Lila. Okay. Ja, so das ist das Ziel, in beiden zu gehen. Aber auch schon jetzt, wenn man schon fortgeschritten ist, weil es ist eine Sache der Reinigung und des Bewusstseins. Zum Beispiel, wenn ich absorbiert bin in meinem Chanten, dann Gaur-Lila und Krishna-Lila ist da, nebenbei. So in Vrindavan kann man da auch, im Bewusstsein kann man auch da, auch schon in Mayapur sein. Und in Vrindavan, wie zum Beispiel, du kannst irgendwo sein auf der Welt, aber wenn du Liebe hast für Vrindavan, kannst du dich an Vrindavan erinnern. Wenn du Liebe hast an Mayapur, kannst du dich an Mayapur erinnern. Wenn du Liebe für Mayapur und Vrindavan hast, kannst du dich an beide erinnern. So ist es.
Ja, und das ist auch nicht verschieden voneinander. Nein, also das ist halt sind nicht verschieden, aber trotzdem auch verschieden. Ja, genau. Wie im Mahaprabhu ist Radha und Krishna, sind verschieden und nicht verschieden. Sind ewig eins, aber verschieden auch. So, ja. Ja, danke Prabhu für den Einblick in dein Leben. Und ja, ich glaube, das war sehr interessant. Wir haben noch eine Frage hier. Noch eine Frage, okay, gut. Ist das live oder was? Direkt? Oder? Deine Frage, ja, okay. Von jemandem, okay. Genau. Wie kann man als Gemeinde oder Tempel Krishna dienen, auch wenn man noch nicht so einen hohen Standard hat? Wie kann man ihn zufriedenstellen? Krishna. Also zum Beispiel, ja. Okay, genau, wenn der Standard ist nicht so hoch. Genau, weil sehen wir ja oft auch in Deutschland oder in anderen Teilen der Welt, wo wir uns bemühen, einen Tempel zu haben. Aber wenn wir das vergleichen mit dem, was hier in Vrindavan abläuft, ist es natürlich ganzer Unterschied. Aber ja, was sagst du dazu? Ja, Krishna ist sehr, sehr, sehr barmherzig. Und Krishna ist sehr, sehr intelligent. Hat die spirituelle Welt geschöpft und die materielle Welt auch. So sein Bewusstsein ist unvorstellbar und seine Intelligenz. Also er sieht, dass diejenigen, die in Europa sind und die haben nicht so viele Möglichkeiten und nicht so viel Gemeinschaft mit älteren Gottgeweihten. So, er versteht schon, dass für die Gottgeweihten in Europa oder auf der ganzen Welt ist nicht so einfach, einen hohen Standard zu haben. So, deshalb, was immer auch, wenn man sich bemüht, was immer man auch machen kann, dann Krishna wird das akzeptieren. Wie zum Beispiel ein Vater hat 2 Söhne. Einer ist schon 16 Jahre alt und der andere ist 5, 6 Jahre alt. Und naja, und er sieht, der ältere Sohn macht schon vieles und hat er schon mehr Erwartungen. Und er muss sich schon gut bemühen, auch in der Schule, und muss sich gut verhalten. Und ja, muss versuchen, eine gute Beziehung zu haben mit dem Vater. Und so, er verlangt schon mehr vom älteren Sohn. Aber der kleine Sohn, 5, 6 Jahre alt, und manchmal ist er ein bisschen verspielt und er will nicht studieren. Und dann spricht er manchmal vielleicht auch nicht richtig mit dem Vater, weil er ist noch nicht fähig zu verstehen, wie man jetzt redet, auch mit dem Vater, oder er muss noch viel lernen. Aber der Vater, er wird das tolerieren. Und er sieht, ja, der kleine Junge bemüht sich ein bisschen, aber er muss noch viel lernen, aber kein Problem, er toleriert. Und so Krishna sieht es auch so. So diejenigen, die da leben, er erwartet mehr von denen, die da leben, von denen, die da geboren sind und da leben und die schon viele Jahre dabei sind, er verlangt mehr von denen. Aber die anderen, die neu sind im Krishna-Bewusstsein oder wenn es viele Schwierigkeiten gibt im Westen, dann Krishna ist sehr, sehr barmherzig. Ist gut, es ist schwierig dort und die Umgebung ist nicht ganz ideal, so viele Leute in der Erscheinungsweise der Unwissenheit oder Leidenschaft. Es ist nicht so einfach, ein Gottgeweihter zu sein im Westen und einen hohen Standard zu haben. So Krishna versteht das. Und er wird akzeptieren, auch was immer wir machen. Aber trotzdem, wir müssen unser Bestes machen, unser Bestes geben. Aber Krishna ist sehr barmherzig und er versteht. Kalajesha Patra, Zeit, Ort und Umstände, er versteht. Besser als wir. Er ist sehr barmherzig. Ja, danke. Ja, sehr, sehr nice. Ja, okay. Wir sitzen hier in Vrindavan und ich danke dir nochmal, dass wir von dir hören durften. Und ja, das sind jetzt auch unsere letzten Tage hier in Vrindavan. Wir machen auch wieder, in 3 Tagen fliegen wir auch wieder zurück nach Deutschland, nach Köln. Und ja, immer wenn wir nach Vrindavan kommen, und ich hoffe dann nächstes Jahr auch wieder, dass wir den Trip hierher schaffen, werden wir wieder Mukunda Datta treffen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, dich wieder zu sehen. Ja. Und ja, und sehr, sehr inspirierend, dich einfach zu sehen. Jetzt
auf den Altar oder auch wenn die Yagyas sind, dann machst du die Yagyas oder bei den Festivals und dann bist du auch immer so busy, weil das irgendwie alles anleitest und so, ist immer auch sehr, sehr inspirierend zu sehen und einfach, ja, ist einfach so für uns oder für mich auch selbst, wenn ich dich so sehe, ist immer sehr inspirierend. So, Gut. ist immer absorbiert im Service und das ist sehr, sehr so, ja, da wollen wir auch hin. Okay, ich wünsche, dass ihr auch so absorbiert sein könnt. Ja. Als Krishnas Barmherzigkeit, er gibt mir viel Dienst. Ja, so. Schön, gut. Ja. Ja. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute, euch persönlich und auch all diejenigen, die mitgehört, mitgesehen habt, und so dass ihr Fortschritt machen könnt im spirituellen Leben, so dass ihr alle Schwierigkeiten überbrücken könnt, weil die gibt es immer wieder, die Schwierigkeiten, aber wir müssen einfach fixiert sein im Dienst von Krishna. Und dann durch die Barmherzigkeit von Krishna Mahaprabhu, den Gottgeweihten, können wir alle Schwierigkeiten überbrücken. Und langsam aber sicher Fortschritt machen. Aber wir müssen enthusiastisch bleiben, fixiert sein und sehr, sehr geduldig sein. Es ist nicht so einfach, auf die höchste Stufe zu kommen. Liebe zu Krishna zu entwickeln, es braucht seine Zeit. Aber man muss sich bemühen, so gut wie möglich. Und zu Guru Gauranga Krishna beten, sodass wir mehr und mehr Fortschritt machen können. Ja. Aber wir müssen geduldig sein. Das ist ein schöner Abschluss. Und danke Hare dir, Krishna. Hare Krishna, Shri Prabhupada, Hare Krishna, Jai Prabhupada. Vrindavan Dham ki Jai. Radhe Shyam ki Jai. Hare Krishna.